Hi und herzlich willkommen bei Worldwide Vielfalt, dem Podcast für Weltoffene. Aber Moment mal, was bedeutet eigentlich Weltoffenheit? Rein sprachlich betrachtet ist es ein Begriff, dessen Bedeutung außerhalb der deutschen Sprache nur schwer in ein einzelnes Wort passt. Das gilt übrigens für viele Wörter des Deutschen. Aber was macht dieses Wort nun so bedeutsam für unseren Podcast? Wenden wir doch mal die Morphologie an, also die Wissenschaft der Zusammensetzung von Wörtern. Mit ihr verstehen wir den Begriff der Weltoffenheit bestimmt besser. Dabei solltest du wissen, dass der Teil des Wortes, der die Hauptbedeutung trägt, im Deutschen rechts innerhalb des zusammengesetzten Wortes steht. Der linke Teil, also der Teil, mit dem das Wort beginnt, gibt dabei an, worauf die Hauptbedeutung, also der sogenannte semantische Kopf, Bezug nimmt. Also zerlegen wir unser Wort in seine Bestandteile. Welt, offen, Heit. Und fangen wir dann bei offen an. Es ist ein Adjektiv, mit dem wir einen Raum beschreiben, der auf eine bestimmte Weise oder von einer bestimmten Richtung aus zugänglich ist. Wir greifen zum Beispiel von oben in eine offene Keksdose oder gehen frontal durch eine offene Tür. Unter offen, denke ich, kann sich jedenfalls jeder etwas vorstellen. Das sogenannte Suffix, also die Endung heit, macht aus dem Adjektiv ein Nomen und behauptet damit, dass es einen Zustand des Offenseins gibt. Interessanterweise bezieht sich dieser Zustand aber nicht mehr auf einen konkreten Raum, sondern auf eine Personeneigenschaft. Wie kann das sein? Gibt es da eine Verbindung? Ja, denn man sollte das Innere eines Menschen hier auch als eine Art Raum verstehen. Denn auch er hat seine Grenzen und auch er ist von bestimmten, sagen wir, Richtungen aus zugänglich, von anderen wiederum nicht. Offenheit im Sinne der Bereitschaft, Fremdes kennenzulernen, kann also mehr oder weniger die Eigenschaft eines Menschen sein. Klingt vielleicht banal, ist aber für unseren Kontext eine wichtige Erkenntnis. Und ich verspreche dir, wir kommen darauf noch zurück. Sehen wir uns aber vorher einmal den letzten Teil unseres Wortes an, der ja in Wahrheit der Teil ist, mit dem unser Wort beginnt. An ihm erkennen wir, wem gegenüber unsere Offenheit gelten soll. Weltoffenheit verlangt uns also eine Haltung ab, die uns das Begegnen und den Austausch in der Welt ermöglicht. Mag sein, dass du es albern findest, einen Begriff, der dir vielleicht sogar bekannt ist, auf diese Weise auseinanderzurupfen. Und vielleicht weißt du jetzt auch nicht mehr als vorher. Aber dieser Podcast richtet sich nicht nur an Deutsche. Er richtet sich an Menschen, die an Sprachen, Kulturen und dem Begegnen anderer interessiert sind. An Menschen aus aller Welt. Und wenn es in den Sprachen dieser Menschen diesen Begriff nicht gibt, muss man das Konzept dahinter erst einmal erklären. Denn mangels einwörtiger Alternative wird der Begriff der Weltoffenheit in anderen Sprachen oft mit Kosmopolitismus übersetzt. Und das ist nicht genau das, was wir meinen. Es ist insofern nicht ganz richtig, als dass eine weltoffene Person die Unterschiede zwischen verschiedenen Kulturen erkennt, eventuell von ihnen lernt, versucht sie zu verstehen und ansonsten einfach nur akzeptiert, dass Menschen in anderen Kontexten vielleicht anders leben, als man es selbst gewohnt ist. Dabei beziehe ich mich vor allem auf Verhaltensweisen und Normen einer bestimmten Kultur, die den einzelnen Menschen beeinflussen und ihm innerhalb der Gesellschaft, in welcher er lebt, eine Richtung geben. Ein Kosmopolit behauptet, dass es diese Unterschiede nicht gibt, während wir als weltoffener Podcast eben genau diese Unterschiede kennenlernen und anerkennen wollen. Bei mir zeigt sich Weltoffenheit zum Beispiel durch rumänische Einflüsse wie Mentalität, Essen und Sprache, mit denen ich im Rahmen eines deutschen Haushalts groß geworden bin. Neben Wochenenden in Holland und Urlaub auf Borkum gab es regelmäßig Besuch von Verwandten aus Frankreich oder Übernachtungen bei meiner syrischen besten Freundin. Heute studiere ich Sprachwissenschaft und setze mich mit dem Wesen von Sprache auseinander, was übrigens was anderes ist, als eine Sprache zu studieren. Ich mache Yoga, ich lese Bücher, gucke Filme und höre Musik auf allen Sprachen, die ich kenne. In meiner Küche werden Rezepte aus aller Welt gekocht. Und wenn ich in ein anderes Land gehe,
dann um dort meine Freunde zu besuchen und Neues kennenzulernen. Kurz gesagt, meine Vorstellung von normal ist eine andere, denn meine Welt ist bunt und in ihr ist alles möglich. Weltoffen bist du also, wenn du offen bleibst für neue Erfahrungen. Dazu gehört auch, die Welt aus den Augen anderer zu sehen, ohne das eigene System auf fremde Kontexte zu übertragen und sich dann zu fragen, warum die Dinge dort nicht so funktionieren, wie man es von zu Hause kennt. Weltoffen bedeutet, sich aufrichtig für die Geschichte, die Sprache oder die Lebensbedingungen anderer zu interessieren. Dieser Podcast will den Raum bieten, innerhalb dessen Menschen aus aller Welt sich zeigen können und in welchem Menschen uns in ihre Kulturen mitnehmen, indem sie uns Dinge erklären, die wir von außen vielleicht nicht so gut nachvollziehen können und auf diese Weise Verständnis füreinander schaffen. Und wenn ich von Kulturen spreche, stütze ich mich auf die Definition von Ernst Bösch, der Kultur als ein Handlungsfeld sieht, innerhalb dessen einerseits gewisse Möglichkeiten des Handelns bestehen, andererseits aber auch Grenzen richtigen Handelns gegeben sind. Aber lass uns einmal genauer hinsehen. Oft generalisieren wir menschliche Eigenschaften, indem wir sie einem bestimmten Land zuschreiben und vergessen dabei, dass die kulturelle Landschaft sehr unterschiedlich ausfällt. Das heißt, die Größe einer Kultur stimmt in der Regel nicht mit den Grenzen eines Landes überein. Sie wird vielmehr durch ihre Mitglieder definiert und wirkt sich wiederum auf das einzelne Mitglied aus. Denkt zum Beispiel an indigene Völker, die sich zwar in einem bestimmten Land aufhalten, aber meist nur einen Bruchteil der Einwohner eines Landes ausmachen. Sie leben eine ganz eigene Kultur, deren Verhaltensweisen und Normen unabhängig von den Verhaltensweisen und Normen aller anderen Bewohner des Landes sind. In ihrem Handlungsfeld, das heißt in ihrer Kultur, ist es vielleicht üblich, sich auf eine bestimmte Weise zu begrüßen oder sich in einer bestimmten Weise zu kleiden. Aber, Moment mal, verschiedene Arten sich zu begrüßen oder sich zu kleiden, das kennen wir doch auch aus unserem Alltag. Denk zum Beispiel daran, wie du dich auf der Arbeit und wie du dich dagegen unter Freunden oder in der Familie verhältst. Und auch da kommt es bestimmt darauf an, wen du genau vor dir hast. Denn mit dem einen hast du vielleicht mehr gemeinsam als mit dem anderen. Das bedeutet, auch der Raum zwischen Menschen ist immer von einer gewissen kulturell geprägten Dynamik durchzogen. Sie bestimmt den Umgang miteinander. Je größer die kulturelle Übereinstimmung mit einem Menschen, desto größer ist eben die gemeinsame Basis, auf der ihr euch bewegt. Ihr teilt das Wissen um bestimmte Verhaltensweisen und seid in der Lage, die Zeichen, die ihr einander durch Sprache, Mimik und Gestik gebt, zu erkennen und auch einzuordnen. Denn glaubt mir, solche Zeichen werden nicht überall auf der Welt gleich gedeutet. An der Stelle hilft nur interkulturelles Wissen. Interkulturelles Wissen, oder anders gesagt, Wissen über deinen eigenen kulturellen Kontext hinaus, schafft die Brücke zu mehr Verständnis im Umgang miteinander und gibt dir die Möglichkeit, dich selbst besser kennenzulernen und zu wachsen. Ich kann mich hier gerne wiederholen. Jeder ist ein Mosaik und damit einzigartig in seiner individuellen Zusammensetzung kultureller Werte. Das heißt, du kannst wählen, wer du sein willst. Du kannst Dinge kennenlernen und dich dafür oder dagegen entscheiden, so zu sein. Aber wichtig ist, sich überhaupt erst mit dem anderen zu befassen. Menschen, deren Welt sich ausschließlich auf das ihnen Bekannte begrenzt, wollen das ihre so sehr schützen, dass sie dabei nicht bemerken, welcher Reichtum an Wissen, gutem Essen, Traditionen, Festen, Freundschaften, Sprache und Kunst ihnen einfach nur entgeht. Also zurück zum Begriff der Offenheit. Ob wir uns mit jemandem verstehen oder nicht, liegt nicht nur an unserem Gegenüber, sondern auch daran, wie offen bzw. verschlossen wir selbst dem Fremdartigen an unserem Gegenüber begegnen. Dabei muss es nicht darum gehen, wo genau ein Mensch herkommt. Fremdartig können nämlich auch persönliche Einstellungen zum Leben, der Politik oder sonst was sein. Diese bilden dann Handlungsfelder, innerhalb derer zum Beispiel eine gewisse Musikrichtung, ein gewisser Kleidungsstil, eine gewisse Ausdrucksweise oder ein bestimmtes Verhalten mehr oder weniger angemessen sind. Vielleicht kennst du ja die sogenannte gelbe Wand im Stadion des BVB. Ich war einmal eine von den 25.000 Menschen auf dieser Tribüne und du glaubst nicht, was für ein krasses Gefühl es war, dort zu stehen. Es war ein unglaubliches Erlebnis.
Die Menschen um mich herum waren so voller Energie und Freude, dass es keine Rolle gespielt hat, ob man sich kannte oder nicht. Es war egal. Man teilte Emotionen und Lebensgeschichten, man hüpfte und sang gemeinsam, man fiel sich in die Arme oder genoss sogar zusammen eine Bierdusche. Mir war das alles unbekannt. Trotzdem war ich offen für diese Erfahrung. Und obwohl ich die Fremde innerhalb dieser Gruppe war, wurde ich offen und herzlich aufgenommen, als wäre ich immer schon Teil von ihnen gewesen. Nur diese gegenseitige Offenheit hat es mir ermöglicht, mich unter ihnen wohlzufühlen. Außerhalb des Stadions ist gemeinsam Hüpfen, Singen und Bierduschen nicht gerade üblich. Und es kann auch sein, dass man nach diesem freudigen Erlebnis getrennte Wege geht und sich in anderen Situationen gar nicht wiedererkennt, obwohl man so einen intensiven Moment geteilt hat. Aber das ist in Ordnung, denn all diese Erlebnisse sind eben nur in diesem Rahmen möglich. All das gehört zur Kultur des Fanseins. All das ist Teil eines Handlungsfeldes. Und so wechseln wir ständig von einem Handlungsfeld in ein anderes. Das heißt, von einer Kultur in eine andere. Und wenn ich dir hier und heute etwas mitgeben möchte, dann ist es die Erkenntnis, dass du in dir bereits viele unterschiedliche Kulturen vereinst. Und dass sich ein offener Blick auf die Welt, das heißt, ein Blick über den eigenen Tellerrand hinaus, immer für dich lohnen wird. Ich freue mich schon sehr darauf, die Interviews mit meinen Freunden mit dir zu teilen, denn sie werden dir erklären, wie die Welt aus ihren Augen aussieht. Bis dahin teile mir doch gerne in den Kommentaren auf YouTube und Instagram mit, was es für dich persönlich bedeutet, weltoffen zu sein. Wenn du selbst etwas zum Thema kulturelle Vielfalt und interkulturelles Leben beitragen möchtest, findest du weitere Hinweise und Informationen zu Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes. Ciao und bis bald, deine Raluca.